wo ich auch das erste Mal damals im Sportstudio Hamburg gezeigt habe, was ich drücken kann. Da habe ich schon geschafft, so 140, 150 Kilo mit einem Körpergewicht von 70 Kilo zu drücken. Natürlich, das war eine gute Leistung. Und daraufhin natürlich mit die Wettkämpfe, auch Bankdrücken, hat überhaupt mir auch Spaß gemacht. Und natürlich, wir haben nur Bankdrücken-Wettkämpfe gemacht. Nebenbei habe ich immer noch Dreikampf gemacht, aber dadurch, dass du natürlich mit Bankdrücken so gute Erfolg gehabt hast, da habe ich nie versucht, großartig meine Beine zu fordern oder Rückenmuskulatur. Da war ich mal auch stark, aber die Verhältnis war nicht. Ich habe, sage ich mal so, 185 Kilo Bankdrücken gemacht und 190 Kilo Kniebeugen. Das ist natürlich meistens, die Dreikämpfer sind im Bankdrücken schwächer und hat im Bein und Rücken stecken. Und bei mir war es immer anders damals. Und dann irgendwann mal war das 2001. Ich habe in einem Jahr geschafft, ich denke, habe ich 7 oder 8 Wettkämpfe gehabt. Und da habe ich schon alles gewonnen. Unter anderem bin ich Deutscher Meister, Europameister und Weltmeister geworden. Das war so, wo ich meine Heimat verlassen habe, war ich 17 Jahre alt. Und ich bin über die Grenze durch Kurdistan nach Türkei geflüchtet. 15 Nächte war ich unterwegs und das sollte eigentlich ganz viel kürzer sein, aber das war nicht so. Da sind wir gejagt worden von den Menschenhändlern, von den Härten, Soldaten, Kopfgeldjäger. Da haben die dann bezahlt, wenn die lebendig oder Kopf von uns abgegeben hatten. Da haben sie da umgerechnet 5000 Mark gekriegt. Ja, dann sind wir immer Nächte gelaufen und am Tag mussten wir uns verstecken. Ja, und das war sehr hart. Da habe ich alles Mögliche erlebt, sogar gejagt worden. Die haben auf uns geschossen und ganz, sage ich mal so, Glück gehabt, dass wir überlebt haben. Ja, und nach 15 Nächte und 15 Tage, dann bin ich irgendwann in Türkei angekommen und dann wieder von Grenzstadt in Türkei versteckt in meinem LKW nach Istanbul gebracht worden. Und dann, ja, ein 17-Jähriger in einem fremden Land, ohne Sprache, da musste ich dann halt irgendwie mir gefälschte Pass oder Visum besorgen, damit ich weiter, eigentlich wollte ich nach USA. Und das ist aber im Endeffekt so, ist geworden, dass ich nach Deutschland gekommen bin, ohne Familie, ohne Eltern und halt in verschiedenen Orten leben und sogar passiert, dass ich habe keine Geld gehabt, keine Wohnung gehabt, muss ich dann halt auf die Straße und das Ganze war so eine Hardcore-Ausbildung für mich. Irgendwann hat geklappt, dass ich in Frankfurt am Main gelandet bin. Ne? Und da hat er angefangen. Das war, dass ich irgendwann im 1987, da war 80er Jahre, Bodybuilding in, Kraftsport, dann bin ich auch in Kraftsport reingerutscht. Von Haus aus habe ich immer Fußball gespielt, war ja auch guter Fußballer. Aber ja gut, dann keiner hat mir gesagt, bleib in deiner Sportart.
Aber gut, ich wollte auch stark werden, weil ich von Haus aus so ein schwacher Junge war, so ein schmale. Und habe gesagt, okay, dann fange ich damit an. Und ich habe eigentlich irgendwie gute Gene gehabt, wo ich dann angefangen habe mit Kraftsport. Den ersten 3, 4 Monaten, dann hat sofort die Veränderung in meinen Körper eingeschlagen. Da hat man gesehen, ja, ich habe das Talent für dieses Sport. Ich bin Bernhard, ich bin der Motivator von Cherie und wir beide trainieren zusammen und bereiten uns vor auf Weltmeisterschaften oder Meisterschaften im Kraft-3-Kampf. Und ich bin sozusagen sein schlechtes Gewissen, sein innerer Schweinehund, sein Schweinepriester. Und wenn er nicht mehr weiter weiß, dann komme ich ins Spiel. Und ich trete ihn so in den Arsch, dass er motiviert ist. Ich lasse mir was einfallen, auch mal gemeine Sachen und so, dass er weiterkommt, dass er einfach sich überwindet, seine Bestleistung zu geben, um an seine Maximalleistung ranzukommen. Und deswegen treibe ich ihn manches Mal in den Wahnsinn. Egal was passiert, dann hörst du meine innere Stimme und die wird dir sagen, steh auf, Cherie, wenn du in der Hocke bist, steh auf und hör auf den Krieger in dir. Du musst deine Beine wach küssen, weil deine Beine wie 2 gigantische Säulen sind und dein Rücken ist mit 1000 Silberstäben festgeschraubt. Du bist unsterblich. Und was war? Er hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Er hat seine Bestleistung geschafft, das Unmögliche möglich gemacht. Und er war wieder eines Tages, Training war schlecht und er wusste sich nicht zu motivieren. Wir wussten gar keinen Rat. Und da kam ich natürlich mit dieser glänzenden Idee und habe zu ihm gesagt, weißt du was dich richtig motiviert? Das hat Arnold schon zu seinen Glanzzeiten gemacht. Du musst einfach mit dem Rad zur Arbeit fahren und dann zum Training und dann nach Hause. Und er hat gesagt, das ist kein Problem, ich bin doch kein Weichei. Und er fährt tatsächlich mit dem Rad zur Arbeit. Das waren lockere 20 Kilometer zur Arbeit. Da musste er aber 10 Stunden arbeiten, was auch niemand wusste. Und dann ging es zum Training. Und da habe ich ihn gefragt, na, wie war das Radfahren? Alles kein Problem, Lappalie. Und das mache ich mit links. Und da habe ich gesagt, und bist du motiviert? Ich bin richtig motiviert. Ich will den Pokal so sehr, dass ich ihn schmecken kann. Ja, das sind so einige Methoden und dann haben wir mit Ketten ausprobiert und halt auch mit diesen Gummis, was man auch im Video sieht. Und ja, und sind immer am Ball geblieben, gegenseitig motiviert, essen gegangen, fahren zusammen auf Motorrad, haben ein bisschen Spaß, sind lustig, versuchen uns mit Humor ein bisschen aufrecht zu erhalten, damit das Klima auch stimmt. Und ja. Und beim Training geht das halt ein bisschen hart und robust zu, aber das gehört einfach zum guten Ton dazu. Weil wir wollen ja auch was erreichen, oder eher besser gesagt, ich bin ja nicht mehr so aktiv. Und er ist auf dem Weg dahin, wieder Weltmeister zu werden und er kann noch mehrere Rekorde brechen. Obwohl er einen total abgerissenen Brustmuskel hat, Trizepabriss ist gewesen, der genäht worden ist. Und trotz seiner Verletzung letztes Mal in Amerika hat er die Weltmeisterschaft gewonnen. Das Unmögliche möglich gemacht. Es ist sagenhaft, was der Mann leistet.
Ja, und habe ich dann dieses Sport ausgeübt und hat das Karriere so angefangen mit dem Bodybuilding bzw. Kraftsport. Und habe ich jahrelang gemacht, dass ich irgendwann mal dann bei uns im Sportstudio, das war im 90er, dass ich dann halt den Plakat gesehen von Bankdrückemeisterschaften. Dann habe ich gesagt, okay, beziehungsweise von Trainer gefragt, da, ob ich sowas mitmachen kann. Der sagte, ja, es gibt ein paar Technik, dass du darauf achten musst. Und wenn du das hinkriegst, dann versuchen wir. Ja, ich habe mich darauf vorbereitet, ungefähr 3, 4 Monaten. Dann war mein erster Wettkampf dann hier in Rendsburg. Das war im Februar 1996, denn mein erster Wettkampf war das. Und habe ich auf dieses Wettkampf den Landesrekord, das seit 14 Jahren bestanden hat, habe ich gebrochen. Ja, und das hat angefangen. So war das meine Geschichte mit den Dreikampf bzw. Bankdrücken. Dann habe ich, sage ich mal so, den Blut gelegt und habe ich gesagt, okay, jetzt los, und habe ich überall mitgemacht. Auf Landes-, Norddeutsche, Deutsche, und ein Erfolg nach dem anderen. Und das war natürlich immer gesteigert, Rekorde aufgestellt, und ja, dann bis 2001, dass ich in Südafrika meine erste WM-Titel geholt habe im Bankdrücken. Und in dieses Jahr leider meine Trainingspartner damals, beziehungsweise sehr guter Freund, ist verstorben. Und das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und von daher habe ich auch, weil mein Kopf nicht dabei war, einfach beim Training, habe ich mich richtig heftig verletzt, in der Form, dass ich meine Brustmuskeln komplett, die Pectorales, abgerissen habe, 100%. Das heißt quasi, die Verbindung zwischen Brust und Schulter nicht mehr vorhanden war. Und weil ich auch keine Erfahrung damit hätte, mit Abriss, und keine drumherum wusste das. Und das ist leider nicht zur OP gekommen. Und das war so, dass ich dann halt von heute auf morgen, da von meiner besten Zeit, auf einmal konnte ich nicht mal eine Stange drücken. Der Arzt meinte, das wird nichts mehr, du musst halt vielleicht aufhören damit. Und das war für mich sehr hart, dass ich dann plötzlich damit aufhören sollte. Dann habe ich versucht zu kämpfen und habe ich trainiert und versucht einarmig bzw. drumherum in der Brustmuskulatur auf der rechten Seite, wo ich gerissen war, sowie Schulter, Trizeps ein bisschen verstärken, dass es vielleicht klappt. Ja, da habe ich dann ungefähr gut 1,5 Jahre gebracht. Dann habe ich meine erste bzw. große Wettkampf gemacht in Wien. Das war Weltmeisterschaft Dreikampf, da bin ich Dritte im WM geworden mit gerissener Brust, und das war für mich ein großer Erfolg. Und dann habe ich dann angefangen, wieder Wettkämpfe machen, und wieder habe ich mehrere Titel gehört, überall in Weltebene oder bei deutschen Meisterschaften, bis 2006, dass ich dann nochmal einen Rückschlag hätte, dass ich dann bei Bundesliga Bankdrücken habe ich meine rechte Trizeps komplett abgerissen habe. Und daraufhin natürlich, das bedeutet wieder alles von vorne, Operation, ganz schwere Operation gehabt. 3 Monate habe ich den Arm im Gips, und ja, aber trotzdem habe ich angefangen wieder zu trainieren, und danach habe ich wieder den deutschen Rekord aufgestellt im Bankdrücken im Dreikampf. Und ja, dann die Vorbereitung 2008 für deutsche Meisterschaft habe ich meine linke Arm, den Sehne von Trizeps, wieder zu halb abgerissen. Ja, das war zum 3. Mal jetzt. Dieses Mal war sehr hart für mich. Ich habe, muss ich sagen, alleine sogar im Auto musste ich quasi fast weinen, weil ich könnte nicht mehr. Die Schmerz war zu hoch, und das wäre das 3. Mal, dass ich wieder von Null anfangen sollte. Die Ärzte eigentlich immer haben mir gesagt, beziehungsweise meine Orthopäde, dass ich normalerweise musste ich damit aufhören. Das wird immer schwieriger. Ja, und dann habe ich eigentlich entschieden, dass ich keine Wettkämpfe mehr mache, und habe ich dann versucht, einfach mit trainieren und mich wieder ein bisschen aufbauen. Und ja, dann habe ich 2009 die Norddeutsche Meisterschaft mitgemacht, da habe ich auch gewonnen.
Aber dann wollte ich nicht mehr große Wettkämpfe machen, weil ich dachte, diese Vorbereitung, diese harte Vorbereitung macht mich fertig. Dann irgendwann 2010 die Freunde oder die Sportkollegen, dass sie mich jahrelang kennen, haben gesagt, Cherie, du musst noch einmal ran, du hast das Zeug dafür, du schaffst das. Und ich habe natürlich durch den, dass sie mich auch ein bisschen motiviert haben, dann habe ich wieder mich vorbereitet. Und dann im 2010 habe ich die Deutsche Meisterschaft mitgemacht. Und ich würde freuen, dass ich mich zum Beispiel vielleicht auf der Podest schaffen könnte. Ich habe es gewonnen und ich habe den deutschen Rekord aufgestellt. Ne? Und das hat natürlich mich motiviert. Und dann habe ich dann noch ein paar Wettkämpfe hinterher und dann 2011 wieder deutsche Rekord verbessert. Und ja, dann bis ich jetzt im 2012 schaffte, wieder den Weltmeistertitel holen. Und ja, und das war schon mein 107. Wettkampf übrigens. Ich habe schon eigentlich ganz viele Kämpfe gehabt. Ich bin, weil ich in mehrere Verbände gestartet habe, die Verbände, das was wir in Deutschland hatten und ein paar Verbände, das in den USA sind und nicht in Deutschland vertreten, unter anderem zum Beispiel USPF. Dadurch, dass ich auch da Außenkonkurrenz mitgemacht habe, war ich mal auch US-Meister und kalifornischer Meister und World Cup-Sieger. Ich weiß jetzt nicht, welche Titel es gibt auf dieses Welt, das ich nicht geholt habe, aber das war harter Weg. Und jetzt, wo ich jetzt 44 Jahre alt bin und wieder geschafft habe, so meine persönliche Bestleistung aufstellen, da bin ich natürlich richtig stolz darauf. Und ja, das motiviert mich. Und ich muss gucken jetzt, wie es weitergeht. Ich würde gerne einmal einfach für mich auf die Bühne gehen und auf Bodybuilding-Bühne einmal mitzumachen. Einfach aus Spaß, just for fun. Und dann aber, ich werde bei Dreikampf bleiben, solange es geht. Ich werde, solange es geht, versuchen, solange es Gesundheit erlaubt, einfach versuchen, Wettkämpfe mitmachen und neue Rekorde aufstellen. Scheiße. Komm mal rein, jetzt. Hoch, jetzt. Nee, nur noch eine. Oh Gott. Oh Gott. So, heute ist